eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute geht es weiter hier beim Restaurationsprojekt und ich fange jetzt an, hier die ganzen überholten Teile wieder an den Rahmen zu bauen. Und deswegen bin ich heute hier in der Halle und wir werden jetzt mal anfangen. Ich zeige euch, wie das Ganze wieder angebaut wird. Ja, beginnen werde ich hier mit dem unteren Dreieckslenker. Da sind jetzt hier noch neue Anschlagspuffer. Die werden jetzt montiert und dann kann nachher der Dreieckslenker an den Rahmen angebracht werden. Das ist hier mit einem dicken Bolzen, die Schrauben sind auch aufbereitet worden und da mit den zwei kleineren Schrauben befestigt. Das Besondere ist, das ist ja ein Fahrwerk von Wet Brakes and Products. Dementsprechend das Originalfahrwerk sieht ein bisschen anders aus. Da hat man auch untere Dreieckslenker, aber die sehen etwas anders aus wie diese hier. Jetzt fehlen noch die oberen Dreieckslenker. Das sind diese hier. Die sind auch sehr schön aufbereitet und die werden jetzt hier oben mit den Schrauben von innen durch die Aufnahme hier am Rahmen montiert. Ich versuche jetzt mal gerade hier mit der Schraube die Öffnung zu finden und den Dreieckslenker dann so anzusetzen und dann werde ich ihn jetzt gleich montieren. Da jetzt beide Dreieckslenker drauf sind, kann auch hier der Achsschenkel als nächstes montiert werden. Der wird hier mit einer solchen Kronenmutter befestigt und sitzt dann an seinem Platz. Es folgen jetzt noch hier die Brackets vom Achsschenkel und ja, auch das Bremsankerblech wird montiert. Da kommen natürlich noch die Stabis dran und noch weitere Teile, aber ja, auf den ersten Eindruck sieht das doch schon mal ganz gut aus. Und ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Ja, ich habe jetzt die Feder zurück vom Aufbereiten hier. Die Teile sind jetzt auch bestrahlt und neu lackiert. Wir kommen jetzt hier auf die gereinigte Feder drauf. Und auch die Schrauben hier sind alle vorbereitet. Die kann man jetzt hier reinsetzen. Das ist wie gesagt eine Besonderheit hier bei diesem Auto. Die hat nicht die normale Spiralfeder, sondern die hat eben hier auch vorne die Querblattfeder von Wet Brakes and Products. Und wir werden das jetzt alles mit den neuen Teilen montieren. Und mit den neuen Schrauben sieht das natürlich auch alles ganz toll aus. So, die ist auch dran. Und dann gibt es bei dieser Querblattfeder hier solche Gummipuffer. Und ich orientiere mich da an den Markierungen, so wie die vorher auch gesessen haben. Und dann werden hier die Bolzen, die sind auch einmal mit der Drahtbürste wieder schön gemacht worden. Kann man die hier montieren. Dann werden die insgesamt mit 4 Schrauben befestigt. Und wenn die dann drin sind, dann hat die Feder hier so einen Puffer, wo die drauf liegt. Der kann auch in 4 verschiedenen Löchern versetzt werden, je nach Federrate. Ja, und als letztes kommt dann hier hinten der Bolzen mit den Federgummis. Das ist ähnlich, wie man das von der Hinterachse kennt. Der wird jetzt hier in den Dreieckslenker geschoben. Und hier kommt auf der anderen Seite dann die Mutter und man kann dann mit der Mutter die Höhe des Fahrwerks bestimmen. Da kommen noch neue Gummis dran. Das hier sind jetzt noch alte. Und dann sieht das Ganze so ähnlich aus, wie man das bei der Hinterachse kennt.
Also wenn hier jetzt Druck drauf kommt, dann geht eben auch der Dreieckslenker nach oben. Ich werde jetzt die andere Seite montieren und dann hat man hier an der Vorderachse dieses Setup. Ja, um die Feder zu spannen, benutze ich hier auf der anderen Seite so einen Spanngurt, damit wir hier genügend Platz haben, um den Bolzen durchzustecken. Und der wird dann ja hier mit dem Federgummi von der anderen Seite dann hier montiert. Und wenn die Mutter drauf ist, dann kann man nämlich auch hier den Spanngurt wieder lösen. Und dann hat das Ganze auch schon die Spannung, die es nachher ungefähr im Fahrbetrieb hat. Und man kann jetzt mit den Muttern natürlich noch die Höhe einstellen, wie hoch man dann die Vorderachse vom Fahrwerk haben will. Ich hoffe, ihr fandet die Folge interessant. Abonniert den Kanal, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Da geht es weiter mit den Stabis und auch mit der Hinterachse. Ja, hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.